Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute zeige ich dir, wie du Polierpasten richtig verwendest. Also, bis gleich! Polieren im Modellbau, das ist ja so eine Sache. Die einen schwören ja drauf, die anderen verdammen es eher und Militärbauer, die brauchen es schlicht einfach nicht. Ich für meinen Teil nutze Polierpaste je nach Modell und Vorbild. Schließlich glänzt ja nicht jedes Fahrzeug wie eine Spätschwarte. Hier habe ich bereits was vorbereitet und da sieht man, da habe ich eine Hälfte schon poliert und das wäre da. Jetzt schauen wir mal, ob das, ja, und also da ist poliert und da sieht man vielleicht, wenn ich da hin und her fahre, ein bisschen den Unterschied zum unpolierten. Also da ist unpoliert, poliert. Sieht man, glaube ich, ganz gut. Was habe ich da gemacht? Es ist einfach ein Plastiksheet, der ist mit Glanzschwarz von Mr. Hobby lackiert worden und dann noch mit einer Schicht Topcoat vom selben Hersteller versiegelt worden. Und welches Material ich da benutzt habe und wie ich das Ganze poliert habe, das zeige ich dir jetzt. Ja, ihr seht es schon, oder du siehst es schon vorweg, mal das Wichtigste an dieser ganzen Sache sind die Polierpasten. Ich nutze jetzt die von Tamiya, es gibt aber auch welche von Zero Paints zum Beispiel. Und was bei solchen Pasten aber auf jeden Fall auffällt, ist, dass man sie immer in mehreren Abstufungen bekommt. Bei Tamiya heißen die Coarse, Fine und Finish und werden genauso in dieser Reihenfolge angewandt. Zusätzlich dazu braucht man dann noch Poliertücher. Ich habe da jetzt mal eines, das ist da zwar nicht mehr ganz so schön, aber das ist gewaschen, also da kann es tipptopp losgehen. Ja, dann fangen wir an. Ich mache jetzt einmal das da mal weg. So. Also wie ich schon gesagt habe, man fängt da an mit dem Coarse. Und was da immer sehr wichtig ist bei dem Ganzen, dass man da wirklich nur sehr wenig auftragt von dieser Paste. Ja, das ist eigentlich auch schon wieder fast zu viel. Ja, dann wische ich da den Verschluss immer noch ein bisschen ab, weil dann bleibt da nichts kleben. Und wenn das einmal hart wird, dann beschädigt es den Verschluss. Dann kommt da Luft dazu und wenn das einmal austrocknet, das Ganze, dann kann man die wirklich nicht mehr gebrauchen. Also, dann haben wir da das jetzt aufgetragen und dann kann es auch schon losgehen. Also man arbeitet da immer in kreisenden Bewegungen und eigentlich so lang, bis die Paste weg ist. Also jetzt seht ihr es wahrscheinlich, ja, hoppala. Da habe ich das jetzt aufgetragen und da geht es jetzt weiter. Da wird jetzt poliert. Ich mache das da jetzt auch wieder ein bisschen quick and dirty, weil sonst wird das Video zu lang gehen. Beim Polieren, einfach nur so ein Tipp nebenbei, ich arbeite da jetzt ohne, aber normalerweise habe ich da Handschuhe an, weil man so Fingerabdrücke aus dem Weg geht. Außerdem sollte man dabei achten, dass da nichts Fusseliges irgendwie im Weg ist, weil durch diese ganze Reibung dann ladet sich das alles ziemlich statisch auf und dann hat man da die ganze Zeit die Fusseln dran kleben. So, wie gesagt, quick and dirty, bis alles weg ist. Da habe ich jetzt natürlich eine glatte Fläche, hat man aber jetzt zum Beispiel bei einer Karosserie, da setzt sich dann diese Paste natürlich gern in den
in den Vertiefungen ab. Da kann man dann einfach mit einem Wattestäbchen das dann ganz vorsichtig wieder entfernen. So, weiter geht's mit dem Fein. Da auch das gleiche, wir machen da ganz wenig drauf. Ist auch schon wieder fast zu viel, man kann da ja, kann das gar nicht so genau dosieren. Mal wieder sauber machen. Und zu. Und da auch wieder mit kreisenden Bewegungen arbeiten. Und auch da wieder sollten da irgendwo Reste überbleiben. Kann man die ganz einfach mit einem Wattestäbchen entfernen. Da empfehle ich aber so Wattestäbchen, die wirklich nicht fusseln, gibt es ja, weil man sonst diese ganzen Fusseln rüber hat. So, dann polieren wir da gleich einmal mit. Das, was schon poliert ist. So. So. Also, wie gesagt, ich mache das da jetzt wirklich nur ein bisschen quick and dirty. Was jetzt nicht heißt, dass man da jetzt keine Fortschritte sieht. Die sind schon da. Aber wenn man jetzt wirklich ein ernsthaftes Modell in der Hand hat, dann lasse ich mir da auf jeden Fall mehr Zeit und arbeite da schön vorsichtig dahin. Ich habe auch diesen Sheet nicht grundiert und irgendwie geschaut, dass ich da eine feine Oberfläche habe. Das ist einfach ein bisschen, ja, nicht so sauber. So, und jetzt zum Schluss kommt dann noch das Fein. Da auch wieder wenig auftragen. Ist auch schon wieder zu viel. Dosierung ist da relativ schwer, dem Ganzen. Es ist aber auch eine kleine Fläche zum Polieren. Wenn man jetzt eine ganze Karosserie poliert, hoppala, dann braucht man eher ein bisschen mehr. So, und dann bringen wir das jetzt auch noch auf. Da auch wieder in kreisenden Bewegungen arbeiten. Einfach schön dahin polieren. So, und dann haben wir das da jetzt auch poliert. Ja, also andere Seite wäre gescheiter zum Zeigen, weil habe ich ja vorher angehabt. Ja, jetzt habe ich da eine schöne Oberfläche. Ja, das wäre es auch schon. Also in diesen 3 Schritten poliert man sein Modell. Wer jetzt da noch die Kirsche auf die Sahnehaube oben drauf setzen möchte, der kann noch das Ganze noch wachsen. Ja, von Tamiya gibt es da sowas da. Das heißt Modeling Wax. Dann glänzt das Ganze nur ein bisschen mehr und es wird auch alles versiegelt, unter Anführungszeichen. Was lustig ist bei Zero Paints, da heißt dieses Wachs der Brazilian Waxing. Ja. Jo. Und falls du dich jetzt fragst, wie sich Polierpasten mit Deckholz vertragen, dann hier noch die Antwort: in den meisten Fällen nämlich gar nicht. Daher ist Klarlack als Schutz vor Beschädigungen fast ein Muss. Bei Teilen ohne Beschriftungen oder Karosserien, die keine Deckholz mehr bekommen, da habe ich auch schon ohne Klarlack poliert und dann halt nur gewachst. Das ist klar, das ist kein Problem. Auf jeden Fall ist dabei immer wichtig, alles gut durchtrocknen zu lassen. Also nicht jetzt da lackieren und eine halbe Stunde später schon mit der Politur anfangen, weil dann ruppelt man sich alles wieder runter. Ja, habe ich was vergessen? Falls ja, Fragen zum heutigen Thema einfach in die Kommentare schreiben. Und bis zur nächsten Folge, da wünsche ich wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Tschüss!